Die kacken hier unter den Balkons, das juckt die gar nicht. Die rennen nicht hoch in die Wohnung und machen ihr Geschäft. Das wird alles hier unten erledigt. Wir haben jeden Tag Polizei hier, die fahren auch Streife am Tag, zweimal kommen die durch. Aber wenn es jetzt wärmer wird, sind die alle draußen. Da liegen die auf den Wiesen hier draußen, da geht das bis in die Nacht rein, Rambazamba. Wie ist das mit der Ungezieferplage hier? Kakerlaken sollen wohl viele unterwegs sein? Das sind noch 44, dort sind Kakerlaken. Wir haben ja nichts mehr zu sagen. Die Ausländer, die machen, was sie wollen. Hey Leute, willkommen in der Realität. Was würdet ihr tun, wenn vor eurem Balkon Kinder in den Rasen kacken? Nachts der Lärm nicht aufhört, Kakerlaken durch die Wohnung krabbeln und keiner hilft euch. Genau das passiert gerade Rentnern in einer Migrantensiedlung in Nordsachsen. Was wir in dieser Reportage gesehen haben, ist kein Einzelfall mehr. Es ist ein stilles Drama, mitten in Deutschland. Und das Allerschlimmste, die Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, fühlen sich heute wie Fremde im eigenen Land. Warum schaut keiner hin? Warum wird sowas geduldet? In diesem Video zeigen wir euch die Realität, die viele Politiker lieber verschweigen würden. Lasst uns gemeinsam darüber sprechen. Liked das Video, abonniert den Kanal und schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Auf geht's! Kot unter dem Balkon, Lärmbelästigung durch Kinder, Kakerlaken in den Wohnungen. Es gibt wenige Drehorte, die mich so fassungslos zurückgelassen haben, wie diese Wohnsiedlung in Mokrena, ein kleines Örtchen in Nordsachsen. Die Einwohner, die letzten deutschen Einwohner, die hier wohnen, fühlen sich längst nicht mehr wohl. Es ist eine multikulturelle Siedlung im schlechtesten Sinne geworden. Wir haben mit den Anwohnern, mit den Betroffenen gesprochen. Ich wohne schon seit 72 hier. Wie hat sich's verändert hier? Also sehr, sehr zum Schlechten. Das fing zwischen 2015 und 2017 fing das hier an. Gib mir mal einen Hund. Also wir haben ja nichts mehr zu sagen, so muss ich das sagen hier. Die Ausländer, die machen, was sie wollen. Sie sehen ja, wenn sie hier rumlaufen, hier unter die Balkons, die Sauereien. Wir haben einen Balkon zum Spielplatz, wir können gar nicht das Fenster aufmachen, nur mal lüften. Durch die vielen Kinder, durch den Radau. Also wir haben es schon bereut. Ich wollte auch schon wegziehen, aber in dem Alter hier von über 70, ja, und eine Eigentumswohnung, also ja. Kinder tun ja ihre Exkremente ablegen, habe ich gerade gehört. Ja, genau, die kacken hier unter den Balkons, das juckt die gar nicht. Ne? Mal mehr, mal weniger. Im Sommer ist wieder mehr, weil die alle draußen sind. Die rennen nicht hoch in die Wohnung und machen ihr Geschäft. Das wird alles hier unten erledigt. Wie ist es denn mit der Lärmbelästigung? Das bekommen Sie vielleicht auch mit. Ja, das ist, ich meine, Balkon kann man nicht aufmachen abends, weil hier hunderte Kinder rumrennen und die schreien alle. Die Kinder, die machen alles kaputt. Ich hatte letztens mit denen gesprochen. Die haben vor nichts Respekt, auch nicht vor alten Herrschaften oder überhaupt vor Nachbarn, gar nicht. Und die verstehen uns, die Kinder, die gehen ja auch hier in die Schule. Aber wie der Nachbar schon sagte, auf dem Balkon können wir überhaupt nicht mehr raus. Wir haben hier unten im Balkon, da landen die Bälle drauf, dann sieht es aus, man kann gar nicht rausgucken vor Müll, was da auf der Wiese liegt. Dass die Wertigkeit haben die gar nicht. Ja, die können das alles nicht schätzen. Wenn die hier stehen und auch die Kinder, die schlagen hier alles kaputt. Es wird alles kaputt gerammelt, was ein kleines bisschen noch erhalten werden könnte, ist kaputt. Und eines Tages stehen auch keine Bäume mehr, die reißen die Äste ab, die schneiden die Rinde ab, die machen alles solche Sachen, wo man normalerweise hindenkt. Aber die Eltern gucken gar nicht hin, die sitzen daneben. Wir haben hier 70 Kinder und ein deutsches Kind. Die sitzen dann auf der Wiese hier draußen. Es ist Krawall bis in die Nacht rein. Die Kinder können machen, was sie wollen und kein Elternteil interessiert das. Keller, die haben unten im Keller gegrillt, weil es hier draußen verboten wurde. Die dürfen nicht grillen. Und da haben sie im Keller gegrillt. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich warte nur auf den Tag, wenn es wirklich mal hier richtig brennt, dass hier mal richtig evakuiert werden muss. Damit, ich bin kein Sadist, aber es nervt. Es nervt. Kann man mit den Leuten reden, mit den ausländischen Bürgern hier? Teils. Also manche kann man reden, aber das ist dann auch bloß der Tropfen auf den heißen Stein. Die Mehrheit ist
nicht einsichtig. Sie haben früher hier gewohnt, Sie kennen noch die besseren Zustände. Was hat sich seitdem verändert? Es hat sich sehr viel verändert und es ist wirklich erschreckend, was sich verändert hat, weil ich kenne dieses Viertel wirklich noch als sehr, sehr schönes Viertel. Also ich habe bis 2011, 12 habe ich hier gewohnt noch, sehr lange, 10 Jahre lang, und ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Und jetzt hatte ich das letzte Jahr mal hier Flyer verteilt gehabt und da war ich sehr, sehr erschrocken, was aus dem Viertel geworden ist hier. Ne? Wir sind jetzt eigentlich nur noch ein kleiner Kreis von Einheimischen hier. Wir fühlen uns wirklich echt auch überrumpelt. Eigentumswohnungen sind hier auch nichts mehr wert. Und ich bin vor 8 Jahren hierher gezogen mit der Maßnahme, einen ruhigen Lebensabend zu begleiten. Aber das fällt hier mal flach. Ich glaube nicht, dass das hier doch mal jemand heimisch fühlt. Solange, ich will nicht irgendwie werden, aber solange die, wo hier wohnen und keine Maßnahmen von oben herab vorgenommen werden, dass es mal ruhiger wird hier, wird sich hier nichts ändern. Kennen Sie Orte, wo es ähnlich katastrophal und unordentlich zugeht? Wo der multikulturelle Wahnsinn voll durchgeschlagen hat? Schreiben Sie es in die Kommentare. Und wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, teilen Sie ihn, liken Sie ihn und unterstützen Sie den Deutschlandkurier, damit wir weiter so unzensiert und hautnah über diese Missstände in unserem Land berichten können. Und was würden Sie sich denn wünschen, damit das Problem mal gelöst wird? Eigentlich ist das Problem schon, oder andersrum, das Kind liegt ganz tief im Brunnen. Und das kriegen wir auch nicht mehr raus da unten, weil wir können ja nicht sagen, ihr müsst jetzt wieder weggehen, oder wir können ja auch nicht auf die einwirken, ihr müsst euch eure Hygiene in Wohnungen verbessern, das machen die alles nicht. Die sind das so gewöhnt. Wir haben jeden Tag Polizei hier, die fahren auch Streife am Tag, 2-mal kommen die durch, aber was will die Polizei machen? Auch Hände bunden in solchen Fällen. Aber wie gesagt, das wird jetzt erst interessant. Wenn es jetzt wärmer wird, sind die alle draußen. Da liegen auf den Wiesen hier draußen, da geht das bis in die Nacht rein, Rambazamba. Und das ist auch nicht beherrschbar, weil die Polizei sagt, wir haben Sperrstunde, sag ich mal, also bis 22 Uhr. Das halten die einigermaßen ein und dann geht es am Wochenende richtig los. Da werden Raketen gestartet hier und dann man denkt, das ist Silvester. Da waren wir zum Einkaufen und da hat einer hier, der hat schon Verweis gekriegt, der darf nicht mehr bei Netto einkaufen. Der steht an der Kasse und da sagt der an der Kasse so und so, ich weiß nicht, die Summe nicht. Ich kein Geld, ich habe Kinder. Und der spuckt ihn ins Gesicht. Der ist aber wieder hier. Der ist wieder da. Steht mit hier vorne. Ja. Ja. So sieht das aus. Ja. Ja, das ist, und der läuft frei rum. Der beschimpft hier die Deutschen, die hier arbeiten, die das Geld verdienen, wovon er und die vielen anderen lebt, und ist jetzt auf freien Fuß und benimmt sich hier wieder so, wie er das gewöhnt ist und nicht nach unseren Gesetzen und Regeln. Und das darf nicht sein. Diese Leute haben hier nichts zu suchen, das muss man ganz einfach so sagen. Und ich sehe das hier ganz klar. Die Leute, die hierher gekommen sind, nehmen unsere Regeln und unsere Gesetze gar nicht wahr, sondern sie missachten das, die Lebensumstände, die Wertvorstellung unserer eigenen Leute, und benehmen sich hier daneben, sodass sich unsere eigenen einheimischen Leute, die das irgendwann mal erwirtschaftet haben, quasi ausgegrenzt fühlen, vernachlässigt und nicht mehr Bestandteil des eigenen Landes. Das heißt, die kommen sich fremd vor im eigenen Land, und das ist ein unhaltbarer Zustand und das gehört so umzukehren. Und wie gesagt, wir wissen nicht, wie sie hierher geholt werden. Wir wissen nicht, ob da nicht Lohndumping betrieben wird. Das sind alles so Grauzonen, die keiner richtig prüfen kann und die man wahrscheinlich auch nicht so wirklich erfahren wird. Sicherlich brauchen wir Arbeitskräfte. Aber brauchen wir Arbeitskräfte um jeden Preis, um unsere eigenen Leute hier oder unsere eigene Bevölkerung zu demütigen und quasi ins Hintertreffen zu schicken, sodass unsere eigene Bevölkerung, so wie wir es gerade gehört haben, quasi an Lebensqualität massiv einbüßt? Das halte ich für nicht zielführend, sondern es muss eine Symbiose sein. Arbeitskräfte ja, aber die sollen auch bereit sein, von Anfang an sich unseren Regeln, unseren Werten und unseren Gesetzen unterzuordnen und das zu akzeptieren. Wer hierher kommt und glaubt, er muss seine Wertvorstellung, sein Gesetzverständnis oder sein Ordnungsverständnis hier bei uns umsetzen oder durchsetzen, der ist falsch. Was man da von den Rentnern hört, ist einfach nur traurig. Menschen, die jahrzehntelang malocht haben, die dieses Land aufgebaut haben, sollen jetzt still und leise zusehen, wie alles den Bach runtergeht. Nein, ganz sicher nicht. Die wollen nur ihren Lebensabend in Ruhe genießen, und das haben sie sich doch auch verdient.
Aber was kriegen sie? Dreck, Krach und Zustände, die einen dem Atem rauben. Da wird hingekackt, wie auf dem Bauernhof, Entschuldigung, aber Schweine benehmen sich wirklich zivilisierter. Und dann heißt es, das seien alles Menschen in Not. Wer wirklich Hilfe braucht, der tritt nicht alles mit Füßen. Der hat Respekt vor dem Gastgeber, vor dem Land, vor den Menschen hier. Und Kinder, ja, die können oft nichts dafür. Aber wenn sich die Eltern nicht mal um die eigenen Kinder kümmern, sondern sie einfach in diesem Elend groß werden lassen, dann ist doch klar, dass das völlig aus dem Ruder läuft. Und wir zahlen dafür auch noch Steuern. Nicht für bessere Pflege, nicht für sichere Straßen oder ein würdiges Rentnerleben. Nein, für Müll, Chaos und Respektlosigkeit. Und unsere Politiker, die interessieren sich kein Deut für uns. Nur wenn Wahlkampf ist, wird der Bürger wieder lieb gehabt. Dann wird gelächelt, versprochen, geheuchelt und kaum ist das Kreuz gemacht, sind all die schönen Worte von gestern vergessen. Diese Zustände kann man nicht länger hinnehmen. Wenn der Staat nicht mehr fähig oder willens ist, unsere Rentner zu schützen, unsere Städte sauber und sicher zu halten, dann müssen wir selbst laut werden. Dann müssen wir aufstehen für Anstand, für Ordnung und für unsere Leute. Und an alle, die meinen, sie könnten hier machen, was sie wollen, wenn euch unsere Regeln, unsere Kultur und unser Zusammenleben nicht passen, der Maurer hat ein Loch in der Wand gelassen. Gute Reise. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht für dumm verkaufen. Von keinem. Bis zum nächsten Mal.